Grüß Gott und Servus beieinander. Wir sind hier beim Bike Festival in Riva del Garda, mitten im wunderschönen Trentino. Es geht natürlich um das Thema Mountainbike, aber vor allen Dingen auch um den Hype E-Bike. Wir haben uns heute mal ein paar Experten eingeladen, die uns ein bisschen mehr darüber erzählen werden. Bei mir sitzt einer der Wegbereiter der Outdoor-Szene, Uli Stanzio. Ich möchte ganz herzlich begrüßen. Uli, grüß dich. Hallo, servus. Hallo. Uli, du bist ja der Begründer schlechthin, wenn es um das Thema Outdoor geht. Begonnen hast du aber mit dem Surfen, gar nicht unbedingt mit dem Mountainbike. Genau. Ja. Also ich bin seit 1975 hier am Gardasee gewesen, weil das natürlich der See ist, an dem man den meisten Wind in Europa hat und der relativ nah an Deutschland, also an Bayern liegt, wo wir in 3-4 Stunden herfahren konnten und eben unsere Surfbretter ausprobieren konnten. Später, als wir das Surfmagazin gegründet haben, wir das hier zu unserem Testzentrum gemacht. Und die Surferei war damals ein Riesending. Ja, wir waren ja sozusagen die Vorbereiter für all die Fun-Sportarten, die dann kamen. Dieses freie, kalifornische, hawaiianische Lebensgefühl haben wir hier an den Lago gebracht. Aber wie ist dann vom Surfen zum Mountainbiken gekommen? Also das hing damit zusammen, dass wir die ersten Mountainbikes für unser Bike-Magazin, das im Jahr 1989 erschien, im Winter testen mussten. Und dann habe ich Angebote eingeholt von Fluggesellschaften, wie das ist, wenn wir 30 Bikes nach Gran Canaria oder irgendwo hin schaffen. Und das war so teuer, dass das unser Budget nicht ausgehalten hätte. Naja, und dann haben wir das ausprobiert und sind dann hier an den Tremalzo gekommen. Da war den Winter nicht eine Schneeflocke gelegen. Es war nur schönes Wetter. Wir haben Top-Fotos gemacht und alle Leute haben dann danach bei diesen Testbildern, also für den Bike-Test, die wir veröffentlicht haben, gefragt, ja, wo ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist im Gardasee. Ja, den kenne ich doch. Da waren wir immer zum Surfen. Da kann man da auch so gut biken. Ja, kann man. Und so hat es angefangen. Und wie ist dann der Weg vom normalen Mountainbike zum E-Bike? Ist es ein langer oder ist das eigentlich fast die logische Konsequenz? Also das kam ja erst 20 Jahre später. Und man hat mich häufig gefragt, Uli, was siehst du als eine kommende Fun-Sportart an? Da hatte ich noch keine Ahnung, dass das Fahrrad mal elektrisiert würde. Aber ehrlich gesagt, als ich dann 2010 das allererste vollgefederte Mountainbike aus der Eurobike in die Hand bekommen habe, habe ich gesagt, jetzt mache ich sofort eine Alpenüberquerung, also den ultimativen Test damit. Und die natürlich damals von Innsbruck zum Gardasee auf den schwersten Trails, die man sich vorstellen kann. Ich wollte das Ding einfach ausprobieren. Und meine erste Erfahrung, und schon als ich von Innsbruck am Berg raufgefahren bin, habe ich gesagt, das ist ja geil, das macht ja richtig Spaß, bergauffahren. Ja? Und dann hatte ich aber größte Bedenken, ob ich jetzt auch diese schweren Trails runterfahren könnte mit diesem 23-Kilo-Teil. Und siehe da, das war die zweite Erfahrung, das geht super. Das Ding liegt ja satt auf dem Boden und du hast keine Überschlaggefühle mehr, wenn du steile Stufen runterfährst und so weiter. Eigentlich ist es ja sogar besser als ein normales Mountainbike. Und diese Erkenntnisse habe ich dann im Laufe der kommenden Monate und Jahre übertragen auf meine Kunden, meine Leser etc. Also das E-Bike ist eigentlich die Demokratisierung des Bikes, weil es einer viel größeren Zielgruppe, also auch den weniger trainierten Leuten, den älteren Leuten, plötzlich den Spaß des Fahrradfahrens nahebringen kann. Das E-Bike ist angekommen beim Bike Festival in Riva. Generell E-Bike ein Riesenthema im Outdoor-Bereich. Aber die Frage bleibt natürlich, E-Bike versus normalen Mountainbike. Passt es zusammen oder ist es der klassische Widerspruch? Am Anfang war man so, damit will ich gar nichts zu tun haben. Und nach und nach probiert es halt jeder aus. Ich meine, hier sind wahnsinnig viele Testmöglichkeiten da. Und ich glaube, dadurch sind auch die Berührungsängste ein bisschen weggegangen, weil man es halt mal probiert hat und positive Erfahrungen gemacht hat. Ich sehe es schon auch so ein bisschen kritisch, insofern, dass das E-Bike natürlich jetzt ein Klientel lockt, die diesen ganzen Background vom Mountainbiken einfach nicht haben. Ja? Die Auseinandersetzung mit Wanderern, die ganze Problematik, Trailsperrungen und so weiter,
wenn jetzt da ein neues Publikum kommt aus dem Motocross-Bereich oder so, dann haben die vielleicht nicht dieses Bewusstsein und diese Trail-Etikette und das sehe ich schon so ein bisschen als Problem und da sind wir gefordert, auch mit dem Magazin entsprechend den Leuten zu sagen, was zu tun ist. Ja. Also du hast keine Angst, dass zu viele Mountainbiker am Berg sind, die sich dann gegenseitig irgendwann behindern, Wanderer, E-Mountainbiker, normale Mountainbiker? Also ich denke, der Respekt voreinander, vor E-Mountainbiker zu normalen Mountainbiker und alle Radfahrer gegenüber Fußgängern, genauso wie auch Autofahrer auf der Straße, der muss immer da sein. Und das ist völlig unrelevant, ob ich jetzt mit einem E-Mountainbike fahre oder nicht. Es gibt gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Höflichkeit ist die wichtigste, finde ich, von allen. Und wenn sich da alle dran halten, dann mache ich mir keine Sorgen. Als das Mountainbike vor 30 Jahren auf den Markt kam, hat es eine neue Freiheit des Radfahrens erzeugt. Ich konnte weg von der Straße. Ich musste nicht mehr im Verkehr, in der Gefahr, in dem Gestank etc. Ich konnte auf jeden Feldweg, Waldweg ausweichen. Ich hatte die Freiheit, mich dorthin zu bewegen, wo ich wollte. Allerdings, wenn ich mit einem Mountainbike einen steilen Berg rauffahren muss und ich bin vielleicht nicht so gut trainiert wie du, dann komme ich in die Situation, wo ich entweder absolut an meine Leistungsgrenze gehen muss oder ich muss absteigen und schieben, was dann immer so ein bisschen eine Niederlage ist. Ja. Mit dem EMTB habe ich jetzt einfach die Freiheit, den Grad der Anstrengung selber einzustellen. Du als Profi sagst, ich fahre da im Eco-Gang hoch, weil ich habe selber genug Power, aber es macht mir Spaß, dass ich ein bisschen schneller bergauf komme. Und ich als älterer oder vielleicht auch weniger trainierte Leute sagen, wenn mir das zu schwer wird, dann schalte ich einfach 1 oder 2 Fahrstufen hoch und schon schaffe ich das und schon fühle ich mich glücklich. Und genau dieses Glücksgefühl, das ist das, was das EMTB vermittelt. Ich würde jetzt niemals behaupten, E-Mountainbikes sind unsportlicher oder sowas. Das ist einfach, muss man differenziert sehen. Und ich habe an beiden meinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn es ums Rennenfahren geht, dann ist für mich halt das sich selber schinden, sein eigenes Limit spüren. Du kommst ja eigentlich aus dieser Kern-Mountainbike-Szene. Da ist ja teilweise nur recht verpönt, dass man aufs E-Mountainbike umsteigt. Was sind so deine Erfahrungen? Also verpönt ist es eigentlich immer weniger. Es wird eigentlich immer mehr akzeptiert, weil die Leute halt sehen, dass halt immer mehr Leute aus dem klassischen Mountainbiken auch aufs E-Bike steigen und dann ganz erstaunt sind, wie anstrengend es dann trotzdem ist, weil eben dadurch, dass man eben die super steilen Trails jetzt hochfahren kann, das heißt ja nicht, dass das keine Kraft kostet. Ja? Also das ist super anstrengend und da muss man mal schauen, wie die oben ankommen, total verschwitzt und vollkommen am Ende halt. Ja. Also nicht mehr das belächelnde Betrachten derjenigen oder desjenigen, der auf dem E-Bike unterwegs ist, sondern schon eher der neidische Blick rüber. Auf jeden Fall, ja, würde ich schon so sehen. Ja. Und dabei geht es ja Mountainbiken generell, alle wollen ihren Spaß haben. Und wenn einer halt keinen Spaß dabei hat, sich total zu schinden, dann muss er das auch nicht mehr machen. Das ist ja das Tolle, dass es jetzt die Möglichkeit gibt. Wenn aber einer Lust hat, sich zu schinden, dann kann er das ja auch wunderbar machen, mit oder ohne E-Motor. Und deshalb sehe ich das als Leben und Leben lassen. Und wenn man sich mit den Leuten auf den Trails, während man Enduro hochfährt, unterhält man sich auch viel mit anderen, merkt man schon auch, dass bei der jüngeren Generation immer mehr Umdenken kommt. Eines ist damit klar, das E-Bike ist angekommen in der Gesellschaft. Aber die Frage bleibt, wo geht's hin mit dem E-Motor? Wir sind im tiefsten Trentino am wunderschönen Gardasee beim Bike Festival. Jetzt haben wir viel über Mountainbiken gehört. Jetzt freue ich mich, dass der Stefan Schneider als einer von 3 Geschäftsführern bei TQ Systems bei mir ist. Jetzt geht es einmal ums Eingemachte, um die Technik. Ich habe mir versucht, das zu merken. HPR 120S. Was hat es mit diesem HPR auf sich? Also einer der Väter wäre jetzt, glaube ich, übertrieben. HPR heißt Harmonic Pin Ring Drive und das ist eben dieses speziell patentierte Getriebe in diesem Motor, was den Motor eben in die Lage versetzt, ganz anders die Leute den Berg hochzuschieben. Ja. Viel mehr Kraft. Viel mehr Kraft dahinter, 120 Newtonmeter Drehmoment. Die Kunst dabei ist aber auch, diese Kraft zu bündeln und vor allem über Software auch diese Kraft fahrbar zu machen. Und das haben wir mit dem HPR 120S, denke ich, sehr gut geschafft. Wenn man das so vergleicht, so ein normales Zahnrad, da greifen immer bloß wenige Zahnräder ineinander. Bei dem HPR-System
Muss man sich das anders vorstellen, oder? Genau, in dem HPR-System, da kann man sich so vorstellen, da sitzt eigentlich zwischen den Zahnrädern noch ein Pinring. Ja, das sind kleine Stifte, die in einem Zahnrad drin sitzen. Und das Wichtige ist auch, das Zahnrad ist oval, ja, und dadurch sind immer alle Zähne im Eingriff. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, ist immer effizienter, wenn ich die Kraft über ganz viele kleine Glieder aufteile, als wenn ich immer über 3 oder 4 Zähne gehe. Ja, und dadurch kann ich mit viel höherer Effizienz ein höheres Drehmoment bekommen. Genau, und das macht es so speziell. Ist das was man nur sich im E-Mountainbike-Sport vorstellen kann oder geht es da eigentlich weit darüber hinaus, also von den Anwendungsgebieten her? Also der E-Mountainbike-Sport, das ist eigentlich unser Einstieg, ja, für diesen Motor, aber der Motor generell, da geht es viel, viel weiter. Also der nächste Step, ein sehr naheliegender Step ist natürlich der ganze urbane Stadtverkehr, ja, also wo man jetzt eben auch mit dem Dieselskandal vielleicht so einen kleinen Push bekommt, ja, aber man kann sich sehr gut vorstellen, Leute, die in der Stadt wohnen, die morgens zur Arbeit wollen, ohne dass sie schwitzen, ohne dass sie irgendwie auf eine Dusche in der Arbeit angewiesen sind, die können natürlich mit so einem Antrieb noch mal ganz anders wie mit normalen E-Bikes durch die Stadt fahren. Aber was auch sehr, sehr interessant ist, ist dann dort das Thema Transport, also Cargo-Bikes. Ja, mit dem Antrieb kann man, es gibt ja diverse Cargo-Bikes auf dem Markt. Also aber Cargo heißt der Lastenbikes, Transportbikes im industriellen Umfeld, aber auch im privaten Umfeld. Das heißt, ich habe meine Kinder vorne drin und mit dem Antrieb kann ich eben viel, viel höhere Lasten transportieren. Ja, also zum Beispiel, wir haben Tests gemacht und da sind dann bis zu 500-600 Kilo aufgeladen worden und die können mit unserem Antrieb problemlos transportiert werden. Und das ist absolut ein Markt, wo wir uns in Zukunft auch darauf konzentrieren werden. Dein Lieblingsthema E-Motor wird aber immer das Mountainbike bleiben oder ist es dann eher das Lastenfahrzeug oder vielleicht sogar irgendwo die Mobilität für den Arbeitsweg? Ja, also was mich extrem begeistert, ist nicht nur das Thema auf der Straße, also das E-Bike fahren, das macht einfach Spaß, das ist super auch für den Stadtverkehr. Lastenbike habe ich jetzt persönlich privat noch keins, aber das wird ein Thema, gerade mit Kindern auch, aber was mich extrem fasziniert und wo ich glaube, dass so in den nächsten 15 Jahren sich extrem viel oder unsere gesamte Mobilität oder wie wir uns fortbewegen sich ändern wird, ist das Thema in der Luft. Ja? Also wir sind auch Hersteller von diversen Geräten, die in Flugzeugen eingesetzt werden und da arbeiten wir auch schon mit diversen Herstellern zusammen, die E-Motoren in Flugzeugen einsetzen und was hier sehr, sehr spannend sind vor allem die autonomen Flugzeuge, also Lufttaxis. Ja. Das ist ein Thema, das fasziniert mich total und da denke ich, technisch werden wir wahrscheinlich in 5 Jahren soweit. Also es gibt ja diverse Firmen, die sowas schon einsetzen, ja, und testen. Regulativ, also Gesetze und so weiter müssen natürlich erst nachgezogen werden. Aber ich denke, in 15 Jahren sieht die ganze Umgebung deshalb ganz, ganz anders aus. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, das E-Mountainbike-Thema ist ähnlich groß wie damals die Erfindung des Mountainbikes. Klar gibt es unterschiedlichste Meinungen, wo die Reise hingeht, wie man es einsetzt. Aber eins ist klar, es wird weit über den Sportbereich hinaus viele Chancen bieten und Möglichkeiten bieten, von A nach B zu kommen.